Ich habe mich mal den Faller-Funktionsmodellen angenommen, die wir alle auf der Anlage abgebaut haben, die ich euch letztens hier vorgestellt habe. Habe mir die ganzen Teile mal rausgesucht, wollte gucken, ob das noch funktioniert, die Beleuchtung bzw. die Motoren und die Funktion. Habe dann erstmal ein kleines Frusterlebnis gehabt, weil das Ganze nicht wirklich funktioniert hat. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass ich einfach keine Ahnung hatte von den Motoren, die da eingebaut sind. Und im Nachhinein ist dann doch das eine oder andere funktionsfähig. Auf die Anlage hat jetzt erstmal geschafft, hier das große Riesenrad mit Beleuchtung und Motorantrieb, hinten das kleine Kettenkarussell und vorne das Rundcafé mit dem sich drehenden VW-Zeichen obendrauf. Erstmal nur die 3 Modelle, weil ich gar nicht so viel Platz habe und sie mit die schönste Beleuchtung haben. Das Ganze ein bisschen kitschig mit der Beleuchtung, aber irgendwie hat das was, hat mir gut gefallen. Die Teile sind nicht fest montiert und können jederzeit dann wieder ausgetauscht werden. Angefangen habe ich mit dem Kettenkarussell von Faller, die Nummer 315. Ich konnte leider nicht jetzt hier auf die Schnelle herausbekommen, von wann es war. Müsste aber theoretisch aus den 80er Jahren sein, dieses Modell. Gibt es, glaube ich, auch heute in neueren Varianten noch zu kaufen. Ich habe das Ding dann einfach mal ausgepackt, angeschlossen. Und außer der Beleuchtung hat da leider nicht viel funktioniert. Und weil der Motor von außen gesehen erstmal keinen Mucks gemacht hat, habe ich ihn ausgebaut, habe ihn auseinandergenommen, mir das Ganze mal von innen angeschaut und habe dann festgestellt, dass wenn man hier Strom drauf gibt, er doch immer mal wieder anzieht, aber sich nicht wirklich weiter dreht. Ihr könnt hier sehen, dass die Welle kurz zuckt und das war's dann aber auch. Dann habe ich die Beleuchtung noch angeschlossen, wenigstens die hat funktioniert und ich war erstmal ganz froh und dachte, okay, wahrscheinlich ist der Motor dann irgendwie dahin. Habe das Ganze dann wieder zusammengebaut und zumindest mal die Beleuchtung probiert. Das sah dann schon mal optisch ganz gut aus. Dann habe ich die ganzen anderen Modelle aufgesetzt bzw. an Strom angeschlossen. Es war immer derselbe Effekt. Beleuchtung funktioniert, Motoren gehen nicht. Und da es immer der gleiche Motor war, bis auf bei dem Rundcafé, dachte ich, okay, die Dinger sind einfach dahin. Nachdem ich dann alle Modelle durch hatte und ziemlich frustriert war und nachdem ich im Internet recherchiert habe, taucht dann auch irgendwo in einem Forum die Frage auf, mein Fallerkarussell, Motor läuft nicht, brummt nur, was kann das sein? Und dann kam die Antwort, es ist ein Synchronmotor, läuft nur mit Wechselstrom, irgendwo mit diesen 12 bis 16 Volt. Und dann musste ich mir eingestehen, dass ich das Ganze am Gleichstromtransformator angeschlossen hatte. Und damit funktioniert das Ganze leider überhaupt nicht. Also habe ich die ganzen Modelle wieder auf den Tisch gepackt, habe einen normalen Lichttransformator von Märklin rausgezogen. Und siehe da, die meisten Motoren funktionieren wieder. Bei 2 Modellen ist es leider nicht der Fall. Das heißt, einmal hier das Kettenkarussell funktioniert nicht wirklich. Das heißt, er läuft vorwärts, setzt mal aus, läuft wieder rückwärts ein bisschen und die kleinen Figuren, die da mitfahren würden, ich glaube, denen würde ziemlich schlecht werden. Da muss ich nochmal gucken, ob es am Motor liegt oder ob irgendwas anderes faul ist. Da werde ich mich nochmal drum kümmern. Denn das Kettenkarussell gefällt mir eigentlich ganz gut und das würde ich auf jeden Fall hier behalten wollen. Als nächstes kam das Rundcafé von Faller, die 214 bzw. die 215. Einmal mit und einmal ohne Motor. Diesmal war hier vorne auf der Anlage links das Modell dabei. Fehlt zwar unten die Zapfsäule und eine Laterne, aber ich habe noch 2 weitere ältere Modelle, da kann ich das dann alles ergänzen. Hat aber den gleichen Effekt, an Gleichstrom angeschlossen, Beleuchtung funktioniert, hat in dem Fall sogar nur 2 Kabel, das heißt, da war das für mich noch irritierender, dass die Beleuchtung geht und Motor nicht. Deswegen war für mich hier eigentlich auch klar, Motor funktioniert nicht mehr. Habe das Ganze mal dann geöffnet, das sieht dann unterm Dach so aus und so sieht das Ganze aus, wenn man dann die Welle wegnimmt und die Scheibe, die das Ganze da oben abdeckt. Und das Dachzwischenteil, wo der Motor drin sitzt, sieht von unten dann so aus. Aber nachdem man das Ganze dann an Wechselstrom anschließt, läuft auch hier der Motor wieder ganz normal. Ich habe dann noch das zweite Café an Wechselstrom angeschlossen. Da ist es dann leider so, dass der Stern sich nicht normal gedreht hat. Da muss ich nochmal gucken. Aber ich glaube, für die Anlage reicht ja auch, wenn eins von beiden funktioniert. Als nächstes habe ich dann das Riesenrad auf den Tisch gepackt. Von Faller die Nummer 310. Habe im Katalog gefunden, dass das ab 1985 wohl gebaut wurde. Der Vorbesitzer hat hier wohl die Lichtpakete noch dazu gekauft, sodass das eigentlich funktionieren sollte. Und hier seht ihr dann auch meinen Gleichstromtransformator, mit dem ich das probiert habe. Und da hatten wir wieder den gleichen Effekt. Die Beleuchtung funktioniert. Motor tut keinen Mucks. Ich habe dann zu dem Zeitpunkt den Motor auch nochmal freigelegt, beziehungsweise diese Abdeckung weggenommen. Dachte, okay, ist der gleiche Motor drin, funktioniert definitiv nicht. Vielleicht sind sie einfach zu alt. Und das Ganze erstmal frustriert weggepackt, um dann später das Riesenrad auch in Wechselstrom anzuschließen und zu sehen, dass es doch problemlos läuft. Und dann habe ich die Dorfkirche ausgepackt von Faller, die Nummer 246.
Diese ist dann mit einer Glocke ausgereicht. Diese ist dann mit einem Glockenwerk ausgestattet. Von Faller die Nummer 638 ist da auch schon eingebaut worden. Ich konnte das allerdings jetzt nur betätigen, indem ich den Travo praktisch aufgedreht habe und wieder abgedreht hat. Dann hat sie immer einmal gegongt sozusagen. Hier seht ihr dann das ganze Teil von unten. Es ist also eine riesen Glocke unten eingebaut, die das Ganze zum Klingen bringt. Und hier habe ich dann eine etwas verwirrte Steuerung. Ich weiß nicht, ob das wirklich dazugehört, aber das war unter der Platte montiert, was wir von unten dann einfach wegnehmen mussten. Gibt da wohl einen Potentiometer und alle möglichen elektronischen Teile, von denen ich keinen Plan habe, was das Ganze bedeuten soll. Ich vermute aber, dass es dazugehören könnte, um eventuell hier die Abstände vom Glockenschlag oder so irgendwas zu steuern. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich dazu passt. Als nächstes habe ich dann die kleine Mühle, die 227 von Faller, ausgepackt. Ist hier auch ein Motor eingebaut. Das war dann am Anfang das gleiche Spiel. Transformator aufgedreht, beziehungsweise Transformator angeschlossen. Der Motor zuckt, aber bewegt sich nicht. Hab mir dann das Ganze von unten angeschaut. Wieder der gleiche Motor drin. Wieder der gleiche Effekt. Okay, wahrscheinlich funktioniert der Motor nicht. Zumindest nicht an Gleichstrom. Das Ganze natürlich später dann auch an Wechselstrom angeschlossen und das Teil dreht sich auch. Ist leider die Halterung ziemlich verzogen, deswegen ist es bei jeder Umdrehung unten hängen geblieben, weil unten definitiv kein Abstand mehr zur Bodenplatte da ist. Aber das kann man bestimmt richten, damit werde ich mich dann auch nochmal genauer beschäftigen. Dann kommen wir hier zur Kuckucksuhr von Faller, die Nummer 389. Das ist so ziemlich das komplexeste Teil und das ist dann das zweite Gebäude, was ich definitiv dann nicht zum Laufen bekommen habe. Hier seht ihr das Ganze von innen, oben links, das müsste ein Lautsprecher sein. Es ist wieder der gleiche Motor eingebaut, deswegen habe ich am Anfang wieder gedacht, okay, liegt wahrscheinlich am Motor. Es ist eine Mechanik drin, auf der anderen Seite für ein kleines Wasserrad und auch der Kuckuck kommt dann sozusagen vorne aus dem Fenster. Leider habe ich es nicht geschafft, das zu aktivieren. Habe es dann nachher auch an Wechselstrom angeschlossen, hat dann leider auch keinen Mucks gemacht. Ist was, wo ich mich auch nochmal näher mit beschäftigen muss, weil ich nicht erkennen konnte, ob das Ganze einfach nur so langsam läuft, dass ich in der Zeit nichts getan habe, aber es gab leider überhaupt keine Reaktion nach dem Stromanschluss. Hier das Ganze nochmal von der anderen Seite, hinter diesem kleinen Schild unten, weltgrößte Original-Kuckucksuhr, ist noch ein kleines Wasserrad, was ich wahrscheinlich auch drehen sollte. Und oben seht ihr hier mit dem Schraubendreher sozusagen jetzt kurzfristig angetrieben der Kuckuck, der dann wahrscheinlich zur vollen Stunde immer wieder zum Fenster rausguckt. Das eine oder andere muss jetzt noch nachgearbeitet werden. Es gibt noch einige Teile, die abgebrochen sind. Beziehungsweise bei dem Kettenkarussell werde ich auf jeden Fall nochmal schauen, ob der Motor dazu zu bewegen ist, das Ganze noch ein bisschen gleichmäßiger anzutreiben, ohne diese Aussetzer, die wir da ständig haben. Ich habe gesehen, einen Motor gibt es heute noch nachzukaufen. Kostet um die 25 € dann. Bei dem Kettenkarussell wäre es mir das eventuell sogar wert. Da muss ich mal schauen, was ich mache. Ich bin wieder ein bisschen schlauer geworden, weiß, dass man Synchronmotoren, zumindest die von Faller, nur mit Wechselstrom antreiben darf, beziehungsweise kann und sie ansonsten keinen Mucks machen. Bin im Nachhinein noch ganz froh, dass sich das als solches herausgestellt hat, weil am Anfang, nachdem ich alle Modelle durch hatte, musste ich dann feststellen, dass eigentlich überhaupt kein Motor läuft. Und mit der Kuckucksuhr werde ich auch nochmal schauen, ob wir die vielleicht noch zum Laufen kriegen. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, woran das bei dem Kettenkarussell liegen könnte, beziehungsweise an der Kuckucksuhr, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn ich da auch so weiterkommen würde. Ansonsten werde ich versuchen, da selbst weiter zu basteln. So, das war es dann von mir mit meinen Faller Funktionsmodellen. Müssten, wie gesagt, die meisten aus den 80er Jahren gewesen sein. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis gleich.